Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von First Care die T3-Bandage. Jeder von euch kennt First Care, auch wenn er vielleicht den Namen jetzt nicht unbedingt mit den Bandagen in Verbindung bringt, aber die Israeli-Bandage kommt von First Care. Hier habe ich mal die große Israeli-Bandage ausgepackt für euch. Wer sie nicht kennt, ist ein Verband mit einer Wundauflage. Hier habe ich dann einen Mechanismus, der dann noch Druck auf die Wunde bringt. Das Ganze ist alle paar Zentimeter nochmal zusätzlich hier abgenäht. Das heißt, ich habe hier ein Band, bei der hier ist es jetzt schon aufgerissen, damit das sich nicht einfach abrollen kann und der Verband irgendwo im Dreck liegt, sondern der rollt sich dann nur bis zum nächsten Schnippel hier ab und dann kann ich da weiterziehen und damit kann ich den Verband natürlich perfekt anbringen. Also im Endeffekt ein Druckverband, der schon alles beinhaltet, was ich benötige, um den Druckverband sauber anwenden zu können. Also ich brauche keine extra Wundauflage, keine Bandage, keine Klammern, alles mit dabei. So funktioniert die Israeli-Bandage, bewährt und beliebt. Wir stellen euch heute aber die T3-Bandage vor. Die ist von der Größe her, wenn ihr die kleine Israeli mal als Vergleich heranzieht, ist sie von der Länge her genauso lang, allerdings ein bisschen dicker, denn hier hat man noch ein Goodie dabei. Ich mache sie einmal auf, dass ihr das mal sehen könnt. Bei den Israelis hat man immer einmal hier die Blickschutzverpackung und dann nochmal innen drin eine zusätzliche Verpackung. Die reiße ich jetzt einmal auf für euch. So. Gut, dass ich kein Medic bin, da würden die Leute nämlich alle verbluten in der Zeit. So. Und so auf den ersten Blick sieht die auch schon mal genauso aus wie eure normale Israeli. Hier hat man aber eine Besonderheit. Zum einen habt ihr bei der Wundauflage hier eine Wundauflagefläche zum Ausklappen. Das heißt, ihr könnt die hier entweder doppelt so breit machen oder aber halt doppelt aufeinander nehmen. Oder ihr könnt sie auch, wenn ihr wollt, komplett abreißen und dann damit entweder die Wunde reinigen oder aber sie, wenn ihr, wie bei dem Trainingsarm hier, den wir euch in Kürze nochmal vorstellen werden, wo ihr einen Einschuss- und ein Ausschussloch habt, also eine Eintritts- und Austrittswunde, könnt ihr hier dann auf der einen Seite diesen Teil der Wundauflage benutzen und der andere, der hier fest an der Bandage verbunden ist, auf der anderen Seite. Weiterhin ist hier noch als Special mit dabei eine kleine Tasche, die befindet sich direkt neben der Wundauflage. Da ist nämlich nochmal ein bisschen Gase drin. Das heißt, auch hier wieder, ihr müsst nicht extra ein zusätzliches Päckchen Gase aufreißen. Wenn ihr nochmal Wunde säubern wollt oder wenn ihr tamponieren wollt, Woundpacking machen wollt, hättet ihr hier dann nochmal ordentlich Material, um damit arbeiten zu können, um zum Beispiel dann hier, wie ich es eben schon gesagt habe, dann da Woundpacking mitmachen zu können. Und dann hättet ihr alles in einer Verpackung, in einer Bandage. Wir fangen mal an mit der Bandage und zeigen die euch mal hier in der Demo. Dazu nehme ich den Arm von 3B Scientific. Die zusätzliche Wundauflage brauchen wir jetzt natürlich, die Gase brauchen wir jetzt nicht. Die lege ich auch einmal beiseite. Hier auch, dass ihr hier schön alles sehen könnt. Bei dem Wundtrainer ist es so, der wird hier mit Blut versorgt. Den zeigen wir euch nochmal in einem separaten Video, nur so viel. Was man natürlich immer bei so einem Trainer dazu sagen muss, wir haben natürlich Kunstblut im Einsatz. Und bei Kunstblut ist es natürlich so, der Gerinnungsfaktor ist nicht so gut wie bei echtem Blut. Deswegen muss man natürlich dann auch dem Trainer oder demjenigen, der hier hilft, sagen, jetzt ein bisschen weniger pumpen, jetzt ein bisschen mehr pumpen. Einfach, weil sich sonst keine Blutgerinnung einstellen würde und der Verband natürlich einfach durchsicken würde, der normalerweise funktionieren würde. Okay, aber ich sage jetzt mal, top, die Blutung startet. Und dann seht ihr hier schon, da kommt jetzt hier aus beiden Löchern auch schon das Blut heraus. Ich nehme jetzt mal den Arm hoch, packe hier die zusätzliche Wundauflage der T3-Bandage auf die Eintrittswunde und habe jetzt hier noch die Austrittswunde. Und da lege ich jetzt von der T3-Bandage die eigentliche Wundauflage auf. Als kleiner Tipp, wenn man den Arm jetzt so nach oben nimmt, hat man natürlich den Vorteil, dass man den Verband nicht einsaut, wenn der Boden schon vollgeblutet ist. Das heißt, man hat auf jeden Fall, sieht man dann, ob die Bandage von innen durchgeblutet wird oder ob das Blut von außen kommt. Deswegen Arm nach oben. Jetzt ist der hier natürlich schön steif.
Bei einer verwundeten Person ist der wahrscheinlich eher schlaff. Das heißt, entweder man hat einen Helfer oder man klemmt dann den Arm hier oben einfach ein. Aber das wäre einfach nur noch mal eine Möglichkeit, wie man arbeiten kann. Jetzt seht ihr hier auch schon, hier ist die Naht abgenäht, hier ist die Bandage abgenäht. Das heißt, bis hierher, wenn ich sie jetzt fallen lassen würde, würde sie nicht runterfallen und in die Blutlache fallen, sondern baumeln. Da gehe ich jetzt einmal mit herum. Gehe dann einmal hier durch den Applikator. Ziehe das Ganze jetzt hier einmal zurück, um damit dann den Druck aufzubauen. Und jetzt kann ich einfach wickeln. Wickeln immer hier, das Bändchen reißt von selber auf. Also sehr einfach in der Anwendung, selbst für einen ungeübten Nicht-Rettungsmediziner wie mich. So, dann kann ich das hier immer weiter wickeln. Und am Ende habe ich hier dann nochmal eine Klammer. Und die kann ich dann auch hier am Verband festmachen, um damit dann auch ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. So, jetzt haben wir das Ganze aufgebracht. Jetzt gucken wir mal einmal bitte mehr pumpen. Wie sieht es denn aus vom Druck her? Jetzt muss man schon mehr drücken, ne? Aber ihr seht, na, da kommt ein bisschen was. Also selbst hier ohne Gerinnung habe ich jetzt deutlich Druck aufgebracht mit dem Applikator. Funktioniert also so, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Ich bin mit meiner Leistung recht zufrieden. Das war unsere kurze Vorstellung der T3-Bandage. Die wird natürlich jetzt nicht eine reguläre Israeli ersetzen. Wer jetzt sagt, ich brauche nicht unbedingt eine breitere Wundauflage oder eine zusätzliche Wundauflage und auch die Gase ist mir egal, der kann natürlich weiterhin die normalen Israelis benutzen. Aber ich denke, gerade so als Alternative oder als zusätzliches Werkzeug in eurem Medikit ist das, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache. Und gerade auch von der Größe her hier hat man natürlich ein kleines Paket, wo alles drin ist, was man braucht. Gase, Verband, Wundauflage und eine zusätzliche Wundauflage bei Bedarf. Ihr bekommt die First Care T3-Bandage bei Vero. Der Link ist unten eingeblendet. Nutzt ihr selber die T3? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye bye. Oder besser. Bye bye.